Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. Heute zeige ich dir, wie du ein sommerliches, schulterfreies Kleid für deine MSD-Doll nähen kannst. Wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Für das Kleid eignen sich hervorragend leichte Baumwollstoffe. Um das Kleid raffen zu können, benötigst du Gummibänder. Für den Ausschnitt und die Ärmel nehme ich ein 3 mm starkes Gummiband, für die Taille ein 5 mm starkes. Nach dem Zuschneiden der Stoffe solltest du 2 Ärmel, das Vorderteil im Bruch, 2 Rückenteile, den Volant im Bruch und den Rockteil im Bruch zugeschnitten haben. Lege nun das Vorderteil vor dich hin. Zum Vorderteil kommen an die Armausschnitte die Ärmel und an die andere Ärmelseite kommt jeweils von beiden Seiten das Rückenteil. Stecke nun alle Kanten mit ein paar Nadeln fest. Nähe nun die zusammengesteckten Teile mit einem geraden Stich fest. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Versäubere anschließend die Nahtzugabe, dass der Stoff nicht ausfranst. Wenn alle Teile zusammengenäht sind, versäubere bitte noch den Ärmelsaum mit einem Overlockstich oder einem Zickzackstich. Bevor du die Seitennähte schließen kannst, muss der Ärmelsaum vorbereitet werden. Klappe den Saum 0,7 cm um und bügel ihn flach. Ich fixiere ihn anschließend mit ein paar Nadeln, damit mir beim Nähen nichts verrutscht. Ich versuche beim Absteppen immer direkt in die Overlocknaht zu nähen. Dafür lege ich mir den Stoff erst mit der linken Seite unter die Nadel, um die Nadel direkt auf die Overlocknaht zu positionieren. Wende dann den Stoff auf die rechte Seite und nähe mit einem geraden Stich den Saum fest. Übertrage die Markierung vom Schnittmuster auf die Ärmel. An der Markierung werde ich gleich mein schmales Gummi festnähen. Für den Ärmel habe ich ein 3 mm starkes Gummi genommen und 8 cm abgeschnitten. Du kannst das Gummi auch etwas kürzer schneiden, dann sitzt der Ärmel auch etwas enger. Zur besseren Orientierung zeichne ich mir eine Linie an und stecke das Gummi direkt an dieser Linie fest. Zum Festnähen des Gummis habe ich einen Zickzackstich genommen und ihn auf die Breite meines Gummis eingestellt. Lasse am Anfang die Fäden länger, um beim Nähen etwas mitzuziehen. Nähe langsam und dehne das Gummi beim Nähen gleichmäßig. Vergiss nicht, die Naht am Anfang und am Ende gut zu verriegeln.
Nun kannst du die Seitennähte schließen. Klappe das Rückenteil auf das Vorderteil mit der rechten Seite und stecke die Seiten fest. Achte darauf, dass die Naht unter den Achseln genau aufeinander trifft. Nähe anschließend die Seiten zusammen. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Die Seiten habe ich bereits geschlossen und die Nahtzugabe gleich versäubert und anschließend zum Rückenteil festgenäht. Somit steht die Nahtzugabe an den Ärmeln nicht ab und fällt kaum auf. Wende das bereits genähte Oberteil auf die rechte Seite. Nehme anschließend den Rock und lege das Oberteil mit der rechten Seite auf den Rock und stecke alles mit ein paar Nadeln fest. Die Nahtzugabe der Seiten habe ich jeweils zum Rückenteil hingeklappt. Nähe den Rock an das Oberteil mit einem geraden Stich zusammen und versäubere anschließend die Kanten. Die Nahtzugabe beträgt hier 1 cm. Hier siehst du noch einmal, welche Kante versäubert werden muss. Jetzt muss noch der Tunnel für das Bauchgummi vorbereitet werden. Bügel die Nahtzugabe nach oben und stecke sie von der rechten Seite mit ein paar Nadeln fest. Das Gummi, das ich verwenden werde, ist 5 mm breit. Also werde ich hier mit einem Abstand von 0,8 cm nähen. Am besten legst du dein Gummi auf den Stoff und schaust direkt, wie viel Platz du für das Gummi brauchst, um es später durchzuziehen. Bevor der Saum umgebügelt wird, muss einmal die Kante versäubert werden. Klappe nun 1 cm um und bügel alles flach. Anschließend kannst du es mit ein paar Nadeln fixieren. Steppe den Saum anschließend von der rechten Seite ab. Versuche direkt in die Overlocknaht zu nähen. Um die Länge des Gummis für den Bauchtunnel zu ermitteln, nehme ich mir meine Joupla-Doll und lege das Gummi unter die Puppe, um zu sehen, wie viel ich brauchen werde, so dass ich das Kleid noch bequem an- und ausziehen kann. Bei mir sind es ungefähr 14 cm. Mit Hilfe einer kleinen Sicherheitsnadel werde ich gleich das Gummi durch den Tunnel führen. Nähe die Enden des Gummis anschließend fest. Nehme dir den Volant und versäubere die untere Kante mit einem Overlockstich oder einem Zickzackstich deiner Maschine. Anschließend wird der Volant gebügelt und die versäuberte Kante 0,5 cm umgeklappt und noch einmal flach gebügelt. Ich fixiere mir die umgebügelte Kante gerne mit ein paar Nadeln. Steppe den Volant von der rechten Seite ab, versuche dabei direkt in die Overlocknaht zu nähen. Markiere nun die Mitte am Volant und am Oberteil.
Lege das Kleid mit der rechten Seite nach oben vor dich hin. Der Volant wird ebenfalls mit der rechten Seite nach oben hingelegt. Nun wird das Kleid mit der rechten Seite zu dir schauend auf den Volant gelegt, links auf rechts. Stecke von der Mitte beginnend alles fest. Wenn später alles festgenäht ist, wird der Volant nach vorne geklappt und die Nahtzugabe wird somit versteckt. Jetzt kannst du die Teile zusammennähen. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Lasse dir besonders an den Ärmeln Zeit. Hebe das Füßchen und korrigiere die Nährichtung, damit keine Falte reingenäht wird. Klappe nun den Volant nach vorne, forme die Kante gut aus und stecke sie mit Nadeln fest. Für den Tunnel werde ich mein schmales Gummi nehmen. Ich messe mir vorher ab, wie viel ich für den Tunnel Platz lassen muss. Du solltest mindestens 0,5 cm Platz lassen, damit die Nahtzugabe unter dem Volant festgenäht wird und nicht mehr sichtbar ist. Nähe anschließend den Tunnel mit dem von dir benötigten Abstand. Ich habe alles mit einem geraden Stich genäht und die Stichlänge auf 2,5 cm eingestellt, damit beim Anziehen die Naht nicht reißt. Die Länge des Gummis habe ich direkt wieder an der Puppe abgemessen. Bei mir sind es ca. 15 cm. Führe das Gummi durch den Tunnel und fixiere es am Anfang und am Ende mit einem geraden Stich. Nun kann die Rückennaht geschlossen werden. Dafür klappst du das Kleid mit der rechten Seite aufeinander und steckst die Kanten fest. Lasse zu Beginn die Fäden etwas länger, um beim Nähen leicht mitzuziehen, da hier das Gummi ist und die Maschine nicht gut vorwärts kommt. Verriegel die Naht am Anfang und am Ende. Die Naht ist geschlossen, die Nahtzugabe ist gleich mit versäubert und zu einer Seite geklappt und festgenäht, so dass die Nahtzugabe oben und unten nicht absteht. Wende nun das Kleid auf die rechte Seite und schau unter dem Volant nach, ob da irgendwelche Fäden abstehen. Fertig! Jetzt kannst du das Kleid deiner Puppe anprobieren. Ich würde mich riesig über Rückmeldung von euch freuen. Vor allem würde es mich interessieren, welchen Puppen das Kleid alles passt. Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare rein. Es wäre auch toll, wenn das Video mit anderen Puppenfreunden geteilt wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Eure Kathi.